Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es nicht um Autos, sondern ein bisschen um PC und Allgemeinkram. In dem Fall unter der Kategorie Smart Home, wobei Smart hier natürlich immer in Anführungszeichen geschrieben ist. Ich hatte vor kurzem ein kleines, wie soll ich sagen, Wasserproblem. Ich habe hier so eine Pumpe, die aus einer Zisterne Wasser fördert, also Regenwasser. Und mir war aufgefallen, ich hatte aber nicht schnell genug geschaltet, dass komischerweise die Pumpe läuft, obwohl ich kein Wasser abgerufen habe, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte, da die Pumpe so eingestellt ist, auch relativ stupide, fällt der Druck in den Leitungen unter einen gewissen Wert, also sagen wir mal unter 2,5 Bar, fängt die Pumpe an zu fördern, bis der Druck in den Leitungen wieder auf 3,54 Bar gestiegen ist und dann schaltet sie wieder ab. Also sehr, sehr doof. Und wie gesagt, normalerweise muss die Pumpe nur arbeiten, wenn man eben Wasser abruft, also zum Gießen draußen oder so. Dann sinkt der Druck in den Leitungen und die Pumpe springt an und fördert. Komischerweise hatte die Pumpe auch ab und an gefördert, obwohl ich nicht gegossen habe. Und das hatte mich gewundert, hatte mir aber dummerweise nicht genug Gedanken gemacht. Und als ich dann in den Raum gehe, wo die Pumpe ist, festgestellt, oh, da steht ja Wasser. Hatte also einen kleinen Wasserschaden, war nichts Wildes, zeige ich euch gleich. Aber so bin ich jetzt eben auf die Geschichte mit intelligenten Steckdosen gekommen. Also wie gesagt, vermeintlich intelligente Steckdosen. Einfaches Prinzip, ich habe was gesucht, wo ich keinen Online-Cloud-Account oder irgendeinen Käse brauche, sondern wo ich komplett offline betreiben kann und trotzdem eben eine gewisse Logik in diese Steckdosen einprogrammieren kann. Bin dabei, es gibt sicherlich auch andere Hersteller, ich bin jetzt bei dem gelandet, hat jetzt bisher auch gut funktioniert, deswegen zeige ich es euch eben exemplarisch jetzt an den Produkten, und zwar von Shelly Plug S. Man kann sich über Bluetooth und über WLAN verbinden und man braucht, wie gesagt, keinen Account irgendwo online. Man kann natürlich optional das Ganze zum Beispiel mit Google verbinden, oder halt auch mit anderen Diensten. Shelly selber bietet da auch was an, aber dann habt ihr das halt im Internet stehen und ich bin da kein Freund von. Ich finde, dann ist es noch weniger smart, als es sowieso schon weniger smart ist. Deswegen nutze ich nur die Offline-Funktion. Die Steckdose publiziert oder gibt ein eigenes WLAN frei, mit dem könnt ihr euch verbinden. Da ist dann wichtig, dass ihr ein sicheres Passwort wählt, zeige ich euch dann später auch an der Oberfläche. Also bedeutet, ihr könnt diese intelligente Steckdose einfach verwenden, ohne einen Online-Account zu brauchen. Dafür müsst ihr einfach Steckdose einstecken, dann wird das WLAN sichtbar. Initial hat es gar kein Passwort, das heißt, ihr könnt euch so damit verbinden, dann eben schnell ein Passwort definieren und dann alles weitere einrichten. Aber das, wie gesagt, zeige ich euch später. Ansonsten, die Steckdose sieht aus wie jede normale Steckdose auch. Oder, nicht ganz wie jede normale Steckdose oder Steckdosenverbinder. In dem Fall ist es ja, wie gesagt, keine klassische Steckdose, sondern eben so ein Einsatz in die Steckdose, damit ihr eben, welche Verbraucher hier auch immer dran sind, entweder monitoren könnt, was die so an Strom verbrauchen oder eben gewisse Zeiten das ein- oder abschaltet. Oder jetzt bei mir anhand von Events. Das heißt, ich habe dann ein Skript hinterlegt, funktioniert auch schon alles. Deswegen zeige ich euch das heute, weil ich das eine schöne Alternative fand. Wie gesagt, ich habe jetzt diesen Wasserschaden gehabt und musste mir eben überlegen, wie ich das für die Zukunft umgehe, dass so ein Problem entsteht und mir dann in einem Zweifelsfall bei einem größeren Wasserschaden, war nur ein kleines Leck, aber bei einem größeren Schaden würde die Pumpe halt, so wie sie jetzt konfiguriert ist, und ich habe keinen Schwimmer, den nachzurüsten wäre schwierig, würde die Pumpe halt die kompletten 6000 Liter fördern, alles schön hier in die Halle rein. Deswegen eben diese Idee mit dieser smarten Steckdose, sprich die Pumpe baue ich jetzt an die smarte Steckdose, beziehungsweise habe ich schon an die smarte Steckdose gebaut, und sobald innerhalb von 15 Minuten mehr als 3 Aktivierungen, also sozusagen Verbraucher mit mehr Verbrauch als 15 Watt erkannt werden, das kann man mit der Skriptsprache, so ein bisschen an JavaScript angelehnt, eben mit einer eigenen Bibliothek für dieses Shelly-Gerät, kann man das durchaus so hinterlegen. Also das heißt, ab dem 4. Versuch innerhalb von 15 Minuten schaltet sich die Steckdose aus. Das ist ein Sicherheitsfeature dann sozusagen jetzt in meinem Use Case, und dann müsste ich mich eben mit dem WLAN verbinden und dann über die Weboberfläche die Steckdose wieder anschalten, falls es sozusagen ein ungewolltes Abschalten war. Ansonsten, wenn ich einen Wasserschaden habe zukünftig oder haben sollte,
würde eben die Pumpe nicht endlos fördern, sondern wie gesagt, wenn eben in so einem kleinen Zeitintervall oder Zeitfenster wie 15 Minuten mehr als 3-mal die Pumpe aktiviert, schaltet die Steckdose aus und dann kann kein Wasser mehr gefördert werden. Das ist so die allgemeine Idee, war jetzt ein bisschen viel Vorrede, aber ist für den Kontext, denke ich, ganz hilfreich, vor allem wenn ihr das selber zu Hause ein ähnliches Szenario habt, wo ihr sagt, hey, das kann ich gebrauchen, so eine Art Sicherheitsabschaltfunktion, deswegen eben die ganze Erklärung drumherum. Und jetzt hätte ich gesagt, schnappe ich mir die mobile Kamera und wir schauen einmal an die Pumpe, wo ich das dann verbaue und danach zeige ich euch, wie das mit dem Skript funktioniert. Habe ich so ein kleines Demo-Szenario aufgebaut, damit wir das uns anschauen können. So, jetzt sind wir hier in diesem kleinen Räumchen neben meinem Büro und ihr hattet das ja beim Hallenvorstellungsvideo schon gesehen. Ihr seht auch, ich bin hier noch nicht zum Renovieren gekommen. Das hier stand unter Wasser. Ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein. Also was heißt stand unter Wasser? Ja, also wir hatten halt schon, der Boden war mit Wasser bedeckt und Übeltäter war dieser Anschluss hier. Ne? Das ist hier ein PU-Schlauch und dann gibt es hier so einen Plastikverbinder und der Verbinder verbindet dann eben die Druckseite. Also hier kommt sozusagen Druck raus aus dem Rohr und fördert das dann in die Leitungen, sodass ich draußen eben zum Gartenwässern und so Regenwasser nehmen kann. Und dieser Anschluss hier oben, der war gebrochen, ja, da war wirklich das Plastik aufgesprengt. Ich kann euch das hier einmal zeigen. Das ist sozusagen dieser kaputte Verbinder und wie ihr seht, ist der hier aufgeplatzt und dadurch konnte immer ein bisschen Druck entweichen und die Pumpe hat immer wieder nachgefördert und so ist dann eben hier Wasser runtergelaufen und hat sich hier in dem Raum gesammelt. Gott sei Dank war es kein großer Bruch oder kein großes Leck, deswegen ist es nicht komplett voll gelaufen. Und wie ihr sehen könnt, wie gesagt, die Pumpe funktioniert sehr simpel. Wenn der Druck unter einen gewissen Wert fällt, ich glaube unter 2,75 Bar oder so, geht sie an, bis der Druck auf 4 Bar gestiegen ist und dann schaltet sie wieder ab. Und das ist eben jetzt genau der Kasus Knacktus. Der Vorbesitzer der Immobilie hat die Pumpe damals montiert und das hat jetzt auch 20 Jahre gehalten, aber nichts in dieser Welt hält ewig. Hier haben wir ja auch nochmal so einen Plastikverbinder. Da habe ich mir in weiser Voraussicht schon ein neues Teil gekauft für den Fall, dass der Tag kommt, wo der auch kaputt geht. Ansonsten, die Pumpe ist super zuverlässig und wie gesagt, 20 Jahre findet man ja heute selten noch so Sachen, die so lange halten. Das heißt, diese Verbinder sind prinzipiell schon gut. Es hat halt einfach nur eine begrenzte Lebenszeit, wie so gut wie alles. Und da ich jetzt, wie gesagt, keinen Schwimmer nachrüsten kann, das wäre extrem aufwendig, hier aufgraben und so weiter und so fort, habe ich eben mir überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich so eine Art Sicherheitsnetz habe, wenn die Pumpe zu oft läuft, dass die abschaltet und mir hier nicht, wie gesagt, die 6000 Liter einfach fördert, am Ende Luft zieht und sich dann auch noch selber zerstört. Und da habe ich eben die Idee gehabt mit der intelligenten Steckdose. Die stecke ich dann einfach hier ein. Ich habe sie jetzt abgesteckt, weil ich ein Testsetup für euch vorbereitet habe, um das zu demonstrieren. Ich stecke die dann nach dem Testsetup aber hier wieder ein. Und dann ist eben sichergestellt, dass wenn jetzt innerhalb von 15 Minuten die Pumpe mehr als 3-mal läuft, was ungewöhnlich ist, in so kurzen Abständen, hole ich eigentlich jetzt nicht so viel Wasser. Das ist immer nur kurz und wenn dann doch, wie gesagt, kann ich über die App die Steckdose ja wieder freigeben. Das ist ja kein Problem. Oder das Skript, wenn ich es länger benutzen will, die Pumpe auch kurzzeitig deaktivieren, zeige ich euch aber jetzt gleich am Rechner. Das also zum Szenario und zum Verständnis, wie es dazu kam und ich finde es eine schöne und günstige Alternative, um eben so einen Sicherheitsmechanismus zu installieren. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal die App an und wie das Ganze aufgebaut ist. So, jetzt habe ich euch hier mal vor den Rechner aufgebaut. Ich schaffe es jetzt leider nicht, weil in meinem Haupt-PC, wo ich euch dann das Skript erkläre, da kann ich eine Bildschirmaufnahme machen. Hier ist jetzt so, in meinem Haupt-PC habe ich halt kein WLAN. Und deswegen kann ich den Haupt-PC nicht mit der entsprechenden Steckdose verbinden. Deswegen habe ich es jetzt am Laptop gemacht. Das spiegelt jetzt ein bisschen, aber ich denke, es müsste alles gut erkennbar sein für euch. Es geht ja auch nur darum, einen Überblick zu bekommen. Was sehen wir jetzt hier? Ich habe mich, wie gesagt, mit dem WLAN der Steckdose verbunden. Die Steckdose selbst publiziert eben in WLAN. Alle anderen Sachen, Wi-Fi oder auch Bluetooth, habe ich ausgeschaltet. Ansonsten könntet ihr theoretisch hier oben auch euer bestehendes Wi-Fi hinterlegen, sodass sich die Steckdose in euer Wi-Fi verbindet. Dann hättet ihr den Vorteil, dass ihr außerhalb von oder innerhalb eures WLANs auf diese Konfigurationsoberfläche zugreifen könnt. Leider ist es wie bei allen modernen Geräten heutzutage dann doch nicht so ganz smart. Deswegen meinte ich ja vorher smart in Anführungszeichen.
Problem ist, diese Steckdose ist nur kompatibel mit 2,4 GHz und hat auch ist auch sehr pingelig in Bezug auf WLAN-Konfiguration, die WLAN ein bisschen performanter macht. Ich nutze ja überall Ubiquiti-Geräte, habe also die Cloud Keys und Unify Access Points und so weiter im Einsatz und habe die entsprechend so konfiguriert mit jeder Menge fancy Einstellungen, dass das Zeug richtig brummt und performt. Ja, ist halt nicht kompatibel mit dieser Kacksteckdose. Aber ist okay, so muss ich diese unsichere Steckdose, also weil ich vertraue diesem China-Schrott sowieso nicht, muss ich die auch nicht in mein WLAN holen, sondern habe eben ein getrenntes WLAN, das die Steckdose selber bereitstellt. Und wenn irgendwas ist, kann ich mich ja mit dem Handy oder mit dem Laptop auf das WLAN verbinden. Alles kein Problem. Aber wie gesagt, zur Info, wenn ihr zu Hause ein nicht so fancy konfiguriertes WLAN habt wie ich und auch kein WLAN, was sozusagen beide Frequenzbereiche bedient, also 2,4 und 5 GHz, sondern dedizierte, getrennte WLAN-Netzwerke, vielleicht sogar ein eigenes nur für 2,4 GHz, kann es sein, dass ihr die Steckdose auch in euer WLAN bekommt. Das jetzt mal nur so vorab. Wie gesagt, bei mir war es jetzt halt nicht möglich. So, ansonsten bezüglich Konfiguration oder sagen wir mal allgemeine Übersicht auf der Startseite, wie gesagt, seht ihr die Steckdose. Wir sehen jetzt hier 240 Volt, 50 Hertz, das ist die klassische Netzfrequenz und die Netzspannung. Aktuell wird auch, ist kein Verbraucher angeschlossen, das sieht man, weil hier der Verbrauch sehr gering ist. Ich schließe jetzt mal einen Verbraucher an, dass ihr seht, wie sich das dann verändert. Jetzt habe ich entsprechend einen Verbraucher angeschlossen. Ich glaube aber, die Steckdose ist noch aus. Genau, wir sehen hier Status 0, das heißt, ich schalte es jetzt einmal an. Jetzt die Steckdose an. Und jetzt sehen wir auch, jetzt werden hier 6,7 Watt gezogen, ja, über die Steckdose. Ich habe jetzt einen ganz kleinen Verbraucher angeschlossen und wir sehen auch, der Einschaltknopf ist so blau umkringelt. Das heißt, das Ding ist aktiv. Ich schließe den Verbraucher mal wieder ab. Und ihr seht, das Ganze geht wieder aus oder beziehungsweise die Verbrauchswerte verschwinden. So, und als nächstes müssen wir, bevor wir jetzt das Skript einbauen, weil mein Skript sich ja auf Zeitabstände fokussiert hat. Also ich möchte ja messen, ob in einem gewissen Zeitraum, 15 Minuten, mehr als 3 Aktivierungen stattfinden und dann deaktivieren. Dafür muss die Steckdose natürlich ein gültiges Datum haben. Wenn ihr die Steckdose einsteckt und ihr betreibt sie offline, also habt die Steckdose nicht im Internet, dann kann die sich nicht aus dem Zeitserver vom Internet automatisch Uhrzeit und Datum ziehen. Das heißt, die startet immer am 01.01.1970 um 0 Uhr. Das ist der Startpunkt. Alles, was danach kommt, wird sozusagen positiv hochgezählt, die Zeit, in Millisekunden oder Sekunden, je nachdem, wie genau euer Timestamp-Wert ist. Oder aber wird eben vom 01.01.1970 0 Uhr zurückgerechnet, also abgezogen. Da wäre man dann eben im Minusbereich. Einfach nur mal kurz als Erinnerung, wie der Timestamp oder Timestamp-Werte funktionieren. Das heißt, ganz unten, seht ihr jetzt wahrscheinlich, ist am Bildschirmrand, ist eben das Ganze auf 1.1.1970, weil ich die Steckdose ausgesteckt habe und wieder eingesteckt, dann verliert er diese Information. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier auf die Einstellungen und hier gehen wir dann in den Bereich Location and Time, also Ort und Zeit. Und hier seht ihr, habe ich eben entsprechend schon meine Zeitzone eingetragen, auch Längen- und Breitengrad. Das habe ich jetzt, müsst ihr ja nicht wissen, wo ich verortet bin. Deswegen habe ich es ausgegraut, aber könnt ihr ja bei Google Maps gucken und das dann eingeben. Dann ist das ein bisschen genauer. Und bezüglich der Uhrzeit ist es, wie gesagt, kann man hier unten das einstellen und anstatt Browserzeit zu verwenden, gebt ihr einfach einen festen Wert an. 22. ist heute. Uhrzeit übernehmen wir auch, genau 14 Uhr, ja perfekt. Und dann speichern wir das. Jetzt haben wir das gespeichert. Und jetzt hat sich hier unten, ich schiebe das mal ein bisschen hoch. Zack. Jetzt könnt ihr das auch da unten sehen. Jetzt hat sich hier unten eben die Datumsinformation und die Uhrzeit aktualisiert. Und so passt das jetzt auch. Und jetzt, wie gesagt, wenn wir auf der Startseite sind, Steckdose ist aktiv. Jetzt möchte ich eben das Skript hinterlegen. Und dafür gehen wir hier auf Scripts. Ich habe das hier schon eingefügt. Und dann könnt ihr eben sagen, beim Starten ausführen und ob das Skript läuft oder nicht, also ob es an ist oder nicht. Und dann gibt es hier unten auch ein entsprechendes Console-Output-Fenster, wo ihr dann eben sehen könnt, was dieses Skript oder beziehungsweise wie der aktuelle Status des Skriptes ist. Und jetzt hätte ich gesagt, bereite ich das Ganze einmal vor, indem ich da einen Verbraucher anschließe, der mehr als 15 Watt zieht. Denn das ist das, was ich in meinem Skript programmiert habe. Wenn eben Verbrauch größer als 15 Watt, dann abschalten. Dafür hole ich mir jetzt einmal so einen Verbraucher.
Ich stecke den Verbraucher jetzt ein, habe ihn eingesteckt und jetzt schließe ich den Verbraucher entsprechend an ein Gerät an und dann schauen wir mal, ob das Skript erkennt, dass hier etwas passiert. Wir müssten das normalerweise dann in der Konsole sehen. Jawohl, wir sehen jetzt hier, ein Event wurde registriert, also das habe ich halt selber so programmiert, dass er diese Ausgaben macht. Wir haben jetzt hier 15,3 Watt, also ganz knapp über dem definierten Schwellwert, den ich gesetzt habe. Hat jetzt ein Event erkannt. Jetzt gehe ich her und trenne meinen Verbraucher einfach wieder. Jetzt habe ich den Verbraucher getrennt. Jetzt schließe ich den Verbraucher wieder an. Jetzt müsste eigentlich wieder ein Event erkannt werden. Jawohl, hat er auch wieder erkannt. Ne? Diesmal sogar ein bisschen mehr Watt. Wenn wir jetzt auf den Startscreen gehen, sehen wir eben auch, dass er jetzt hier 21 Watt abruft über die Steckdose. Wir sind also über dem Schwellbereich. Ich gehe jetzt wieder in das Skript rein, schauen wir das wieder an. Haben wieder unsere zwei Events. Ich trenne jetzt nochmal den Verbraucher und schließe den Verbraucher wieder an. Jetzt müsste er eigentlich ein drittes Event registrieren. Jawohl, auch das hat er registriert. Drittes Event, 17,3. Wir sind noch 3 Events, ist ja okay, unterhalb meines definierten Schwellwertes. Also ab 4 wird abgeschaltet. Und wenn wir jetzt hier auf die Startseite gehen, wir sehen auch, es fließt wieder Strom. Wir gehen wieder auf Scripts. Ich scroll hier wieder ein bisschen runter. Wir sehen unsere 3 Events. Ich trenne meinen Verbraucher und ich schließe meinen Verbraucher wieder an. Und jetzt müsste eigentlich kurz darauf das Ganze erkannt werden. Zack, jetzt hat es auch einmal kurz Klack gemacht. Wir sehen hier, vierte Erkennung triggert eben, dass wir über unserem Schwellwert sind. Steckdose hat sich ausgeschaltet. Wir gehen hier hin, es fließt kein Strom mehr, das Gerät wird auch nicht mehr geladen. So ist also der perfekte Zustand. Das bleibt jetzt auch aus. Handy, ihr habt es ja gesehen, ich habe es euch parallel eingeblendet, wird jetzt nicht mehr geladen. Und wenn ihr das jetzt resetten wollt, dann geht ihr eben her und schaltet die Steckdose wieder ein. Gehen wir nochmal auf Scripts, dann fließt wieder Strom. Und wir sehen, er schaltet sofort wieder ab, ja, weil wir ja immer noch in diesem 15-Minuten-Fenster sind. Also ich müsste jetzt 16 Minuten warten, dann würden die alten Einträge aus meinem Array rausfliegen, den ich da habe, wo ich mir die Timestamp-Werte speichere. Und erst dann kann ich wieder einen Verbraucher anschließen. Also ist sozusagen auch sichergestellt, wenn es einen kurzen Stromausfall gibt oder so. Wobei, ja, Stromausfall könnte schwierig sein, weil dann ja die Steckdose auch aus ist. Also gegen Stromausfall bin ich nicht abgesichert. Aber wenn jetzt, wie gesagt, aus irgendeinem Grund innerhalb dieses 15-Minuten-Fensters mehr als 4 oder 5 Aktivierungen abgefragt werden, bleibt das Ganze aus. Also wie gesagt, Stromausfall, da hätte man halt wieder 3 Aktivierungen, bevor sich das wieder abschaltet. Ja, das ist der ganze Zauber und so habe ich es eben geschafft, ohne jetzt hier die Zisterne ausgraben zu müssen und dann Schwimmer nachzurüsten, einen Sicherheitsschutz einzubauen, der mich hoffentlich davor schützt, wenn ich einen Wasserrohrbruch habe oder halt einen Schaden an der Leitung, dass die Pumpe endlos fördert, bis der Tank leer ist und sich dann selbst zerstört, sondern wenn jetzt eben in diesem 15-Minuten-Fenster 4 Aktivierungen stattfinden, wird der Strom abgeschaltet. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir an den Computer, da mache ich eine Bildschirmaufnahme und ich erkläre euch das Skript im Detail, damit ihr ein besseres Verständnis dafür habt, was da passiert. Für alle anderen, denen das jetzt zu fancy ist, die können natürlich abschalten, aber für alle, die interessiert sind, wie ich das gemacht habe, ist es wirklich nicht sonderlich kompliziert und wie gesagt, die Programmierung ist halt JavaScript mit einer Custom Library für Shelly. Also alles, was dann hier mit diesem Shelly.irgendwas funktioniert, ist eben eine spezifische Library. Könnt ihr euch im Internet informieren. Verlinke ich euch unten, wo die API-Doku ist, was da zur Verfügung steht. Ansonsten ist normales JavaScript-Programmieren. Jetzt, wie gesagt, ab an den Rechner und ich erkläre euch das Skript, was ihr dann einfach hier in Shelly selber über ein neues Skript einfach hinzufügen könnt. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon ein Skript hinzugefügt, das immer startet und aktuell aktiv ist. Und dann könnt ihr hier einfach ein neues Skript erstellen, das da rein kopieren und fertig. Also das nur so als Info. Jetzt aber, wie gesagt, ab an den Computer und wir gucken uns das Skript an. Hier ist jetzt das Skript, was ich vorbereitet habe oder was ich im Einsatz habe und ich möchte euch das einmal zeigen. Wenn ihr auch Interesse habt an dem Skript, also entweder könnt ihr natürlich pausieren und es abtippen, ist ja nicht super komplex, oder wenn ihr es nicht abtippen wollt,
hinterlasst mir einfach einen Kommentar, dann finden wir einen Weg, wie wir die Informationen austauschen können. Wir haben hier oben zwei Variablen, einmal ein leeres Array, da speichere ich dann alle Events, wenn eben Strom fließt, also sprich, da werden einfach die Timestamp-Werte gespeichert, immer dann, wenn Strom fließt. Dann haben wir eine Variable, die den letzten Stromverbrauch speichert. Wir haben eine Variable, die die Grenze des Stromverbrauchs darstellt, in dem Fall 15 Watt. Und wir haben ein Zeitfenster, das ich immer betrachte. Das sind jetzt hier 15 Minuten. 15 Minuten, ich habe ja gesagt, Timestamps sind unterschiedlich genau, einmal eben auf Millisekunden, einmal auf Sekundenbasis. Ich arbeite hier mit Timestamp-Werten auf Millisekundenbasis und bedeutet, eine Sekunde hat 1000 Millisekunden, eine Minute hat 60 Sekunden und wir wollen 15 Minuten, also 15 mal 60 mal 1000 ist dann der Millisekundenwert, der die Repräsentation für 15 Minuten abbildet. Das nächste ist spezifisch für Shelly, das ist eben Teil derer API. Wir registrieren hier ein Event und wir schauen als allererstes, ist überhaupt die Steckdose angeschaltet. Das war dieser kleine An-Aus-Knopf, ich blende euch das nochmal ein, der dann auch so blau leuchtet, wenn die Steckdose an ist, also wenn die Steckdose aus ist oder aber der Stromstatus sozusagen unbekannt ist, verlassen wir das Skript, weil ohne dass wir wissen, wie viel Strom fließt, kann das Skript nicht sauber funktionieren. Das heißt, das sind zwei Abbruchbedingungen. Entweder Steckdose ist ausgeschaltet oder Stromfluss ungewiss. Ansonsten, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann erfassen wir den aktuellen Stromverbrauch und den aktuellen Zeitstempel. Wie gesagt, hier steht dann eben der Timestamp-Wert in Millisekunden drin. Jetzt gehe ich her und schaue, ob mein aktueller Stromwert überhalb unserer Grenze liegt, also oberhalb von 15 Watt, und ob der letzte bekannte Stromwert kleiner oder gleich unserer Grenze ist. Der letzte bekannte Wert, den erfasse ich hier unten, indem ich den entsprechenden Stromverbrauch sozusagen einmal abfrage. Das passiert eben einfach beim Starten, so dass wir eben, wenn das Skript startet, wir einen Initialwert haben als Vergleich oder Referenz hierfür. Dann gebe ich eine Konsolennachricht aus. Das habt ihr ja auch gesehen, wenn diese Events anschlagen. Ich blende euch das auch nochmal hier auf der rechten Seite ein. Dann wird eben in die Konsole geschrieben, Power Event Detected, wie viel Strom verbraucht wird und eben die Watt-Kennung oder halt ein W für Watt. Dann gehe ich her und fülle den aktuellen Zeitstempel, den wir hier oben erfasst haben, und füge den in mein Array ein. Also beim ersten Event ist dann eben jetzt ein Timestamp-Eintrag im Array drin. Dann gehe ich her und bereinige das Array. Das mache ich jedes Mal. Damit das Array nicht endlos voll läuft, wird eben nach dem Hinzufügen geprüft über die JavaScript-Filterfunktion. Das heißt, für jeden Eintrag in unserem Array wird der Eintrag in diese Variable geschrieben und die Funktion wird aufgerufen für jedes Element, was in dem Array steht. Und da wird dann vom aktuellen Timestamp-Wert der Timestamp-Wert, der im Array steht, abgezogen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir erfassen das erste Event, dann sollte now und der gespeicherte Wert, weil der gespeicherte einzige Wert ja dann unser aktueller Timestamp ist, sollten die extrem nah beieinander liegen, beziehungsweise in dem Fall, wenn wir nur einen Eintrag haben, das der erste ist, sollten die sogar identisch sein. Das heißt, hier würde 0 rauskommen und 0 ist natürlich kleiner als unser 15-Minuten-Fenster. Jetzt habe ich hier unten noch einen kleinen Puffer drauf gerechnet. Das heißt, damit wir nicht so einen harten Cut haben, genau bei 15 Minuten, habe ich jetzt hier mal noch entsprechend 5 Sekunden draufgeschlagen, also 15 Minuten und 5 Sekunden. Alles, was sozusagen kleiner ist als 15 Minuten und 5 Sekunden, das ist weiterhin Bestandteil unseres Arrays. Könnte man auch weglassen, dann haben wir halt eine harte Grenze. Also so würde das genauso gut funktionieren. Habt halt wirklich eine ganz harte Grenze auf 15 Minuten. So hatte ich jetzt halt noch 5 Sekunden Puffer eingebaut. Ja, kann man machen, muss man nicht. Wenn wir es weglassen, ist auch nochmal etwas knackiger. Ich lasse es jetzt mal weg, damit wir eine leichte Veränderung hier im Skript haben. Also wie gesagt, solche Kleinigkeiten kann man dann anpassen. Dann gebe ich, nachdem wir hier gefiltert haben, das heißt, der Rückgabewert ist einfach wieder ein Array, wo nur Werte drinstehen, die eben kleiner unsere definierten 15 Minuten in Millisekunden sind. In unserem Fall, wenn wir gerade einen reinschreiben, dann hat sich natürlich nichts geändert, weil dann die Array-Anzahl gleich bleibt. Wenn wir jetzt noch 3 ältere Einträge drin hätten, die eben entsprechend diesem Kriterium nicht entsprechen, würde der Array verkleinert werden von 3 auf 1 Eintrag. Dann wird eben ausgegeben hier,
wir haben insgesamt so und so viele Events innerhalb der letzten 15 Minuten. Da ist dann einfach wieder, wie gesagt, die Anzahl der Elemente in dem Array, die hier ausgegeben wird. Und dann prüfe ich, wenn diese Anzahl größer 3 ist, also wenn wir mehr als 3 Einträge in unserem Array haben, bedeutet das ja, die Steckdose hat mehr als 3 Mal einen Verbraucher bedient. Und das ist ja mein Kill-Kriterium, bedeutet, wenn da jetzt 4 Einträge sind, 5 oder wie auch immer, dann gebe ich aus, hier mehr als 3 Einträge in den letzten 15 Minuten, abschalten. Und das Abschalten wird dann ausgelöst über die Shelly API, indem wir hier eben die Funktion switch.set aufrufen und der geben wir ein Objekt mit ID 0 und Parameter on auf false. On bedeutet dann eben Steckdose abschalten, ID 0. Ja, ist halt einfach in der API von denen, haben die halt so definiert. Müsst ihr halt in der API-Doku lesen, je nachdem, was ihr machen wollt, wie ihr das umgesetzt bekommt. Zum einfachen Ausschalten können wir das hier. Es wird auch automatisiert nicht wieder eingeschaltet. Das muss man dann, wie gesagt, über die Web-Oberfläche oder über die App aktiv machen, indem man das Skript stoppt und nochmal startet. Dann wäre das sozusagen resettet. Dann erfasse ich mir hier unten nochmal immer den aktuellen Verbrauchswert, weil ich den hier oben ja in dem Vergleich mit einberechne. Wie gesagt, am Anfang initial ermittle ich den auch, damit das hier für den Vergleich funktioniert. Und beim Starten wird eben nochmal ausgegeben, dass das Skript gestartet ist. Also man könnte jetzt denken, das hier ist das erste, was ausgeführt wird. Das stimmt aber nicht, weil es sich hier um einen Event-Händler handelt. Also wir haben hier ein Event registriert. Das heißt, das kann, was weiß ich, 10 Minuten erst nach dem Inbetriebnehmen der Steckdose passieren. Was direkt passiert beim Starten des Skripts ist eben die Ermittlung des aktuellen Stromverbrauchs und die Ausgabe der Konsolenmeldung. Und alles, was hier drin passiert, wird dann erst ausgelöst, wenn wir eben erstmalig einen Verbraucher haben, der da entsprechend angeschlossen ist, beziehungsweise der eben den Stromverbrauch verändert. Das war jetzt, wie gesagt, der ganze Trubel des Skripts. Ist also relativ übersichtlich. Wie gesagt, wenn ihr es nicht abtippen wollt, schreibt mir einen Kommentar. Dann finden wir eine Möglichkeit, wie ich euch das Skript zukommen lassen kann. Und vielleicht hat euch das ja jetzt auch inspiriert, die ein oder andere Problemstellung bei euch auch mit so einer smarten Steckdose umzusetzen. Wenn ja, würde es mich freuen. Ich hoffe, es war auf jeden Fall was Hilfreiches für euch im Video dabei. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.